Hitze und ein geschlossenes Auto, eine Situation, die für ein 18 Monate altes Kind tödlich endet. Der Vater soll den Jungen laut Staatsanwaltschaft Gießen versehentlich morgens im Auto zurückgelassen haben. Als das Kleinkind am Nachmittag auf dem Parkplatz im Wettenberger Industriegebiet gefunden wird, ist es bereits leblos. Es stirbt an akuter Überhitzung. Der Frankfurter Kinder- und Jugendarzt Burkhard Vogt erklärt, dass Babys und kleine Kinder bei großer Hitze nicht die Abkühlmechanismen haben wie Erwachsene. Je jünger ein Kind ist, je weniger Temperaturregulationsfähigkeit hat es. Das liegt zum einen an einer Unreife oder noch einer Unreife des Gefäßsystems, was nicht richtig regulieren kann. Es fehlt noch an Schweißdrüsen. Ja, Babys können schwitzen, das ist richtig, aber trotzdem haben sie nicht überall Schweißdrüsen und können deswegen auch die Temperatur nicht gut kontrollieren. Gefangen im aufgeheizten Auto kann das für Kinder fatal sein. 50 Grad, 55 Grad und mehr kann es da in diesem Innenraum warm werden. Und bei dieser Art von Temperaturerhöhung und mangelndem Temperaturregulationsmechanismen der kleinen Kinder kommt es dann eben zu Übertemperatur und die Folge davon sind Denaturierung der Eiweiße, der Enzyme und letztendlich dann der Kreislauftod. Warum der Vater seinen Sohn im Auto vergessen hat, weiß man noch nicht. Aus Pietätsgründen und zum Schutze der Familie des verstorbenen Kindes will die Staatsanwaltschaft heute keine Interviews geben. Sie hat aber betont, dass es absolut keine Hinweise auf eine mögliche Absicht gäbe. Gegen den 37-jährigen Vater wird jetzt ermittelt, wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Bereits nach wenigen Minuten steigt bei einem in der Sonne stehenden Auto die Temperatur deutlich an. Nach spätestens einer halben Stunde wird es kritisch für kleine Kinder. Erst vergangene Woche ist auch in Slowenien ein knapp 2 Jahre altes Kind im geparkten Auto an Überhitzung gestorben. Die Eltern hatten es dort alleine gelassen. Es gibt aber Technologien, die vielleicht die Kinder hätten retten können, sagt uns Cornelius Blanke vom ADAC. In Italien gibt es die Vorschrift, dass Kindersitze, in denen Kinder bis 3 Jahre sitzen, ein Sensor entsprechend eingebaut wird, der auf das Handy der Eltern übertragen wird. Und wenn dieses Handy mehr als 20 Meter vom Auto entfernt ist, gibt es ein Alarmsignal. Und dann werden die Eltern daran erinnert, da ist noch ein kleiner Knirps im Auto. Diese Systeme gibt es seit ein paar Jahren von verschiedenen Marken. Sie bieten einen kleinen Grad an Sicherheit, damit Kinder nicht im Auto gelassen werden. Doch sie sorglos zu benutzen, davor warnt der ADAC. Es entbindet die Eltern nicht, ihre Sorgfaltspflicht auszuüben. Von daher halte ich von diesem System wenig. Eltern könnten sich darauf verlassen, aber sie wären dann unter Umständen verlassen. Denn die sicherste Methode, sein Kind vor der Hitze im Auto zu schützen, ist auch die einfachste. Kinder auch nur für kurze Zeit dürfen nicht in geschlossenen, so aufgeheizten Räumen quasi verweilen. Das ist gefährlich. Auch wenn sie nur kurz irgendwo hingehen, was einkaufen gehen, das geht nicht, weil es kann irgendwas unterwegs passieren und niemand kümmert sich um das Kind und dann kann es auch schon zu spät sein. Auch wenn man selbst meint, man sei nur kurz weg vom Auto, es ist ein Spiel mit dem Leben des eigenen Kindes.